Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. So geht's nicht weiter, aber irgendwie doch. So kann man die Reaktion der Berliner Regierung zusammenfassen auf das Zeugnis, das Deutschlands Wählerinnen und Wähler den drei Parteien der Ampel gestern ausgestellt haben. Die Europawahl hat dermaßen ins Kontor gehauen, dass jetzt die Rede ist von Dinge müssen anders werden und Profil schärfen. Eine Neuwahl allerdings, wie sie die Opposition fordert, lehnt die Ampel ab und ist sich in dieser Frage sehr einig. Das Ergebnis der Europawahl in Deutschland hat einiges ins Rutschen gebracht. Die Union gewinnt leicht. Die Grünen stürzen von einem Rekordergebnis vor 5 Jahren ab. Die SPD unterbietet ihr bisheriges historisch schlechtes Ergebnis nochmal. Starke Gewinne dagegen für AfD und aus dem Stand das BSW. Leichte Verluste für die FDP auf niedrigem Niveau, deutlichere für die Linke. Der Tag danach. Frank Buchwald. Rote Rosen, kleiner Trost für Katharina Barley. Das Lächeln des Kanzlers aber wirkt säuerlich. Kein Wunder, Olaf Scholz und seine SPD müssen ein historisch schlechtes Wahlergebnis einstecken. Der Kanzler aber gibt sich unbeirrt. Die Regierung müsse nun ruhig ihre Arbeit erledigen. Dabei komme es darauf an, dass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen. Noch übler hat es die Grünen erwischt. Mehr als 8% Minus. Fehler analysieren heißt es nun und besser werden. Ehrlicherweise nach einem Ergebnis von 11,9% kann sich niemand hinstellen und sagen, haben wir alles richtig gemacht bisher. Dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen weit entkoppelt von der Realität. Das heißt, zu schauen, wo können wir Grüne besser werden, wie können wir mehr Menschen erreichen, inhaltlich, strategisch. Deutliche Warnung dagegen von der FDP, die ihr Ergebnis in etwa hält. Parteichef Lindner fordert einen neuen Kurs in der Koalition. Beim Thema Migration, in der Klimapolitik, vor allem aber wirtschaftspolitisch. Viele Menschen in Deutschland sind besorgt hinsichtlich ihres eigenen wirtschaftlichen Vorankommens. Sie erwarten, dass Deutschland in der weltweiten Spitzengruppe mitspielt und nicht nach hinten durchgereicht wird. Durchgereicht wird vor allem die Linke. Sie sinkt auf nicht mal 3%. Ihre ehemalige Ikone hingegen, Sarah Wagenknecht, gewinnt aus dem Stand mehr als doppelt so viel und kokettiert bereits mit Koalitionen. Wir werden kein Weiter so absegnen und wir werden auch keine Politik absegnen, die unsere Wähler enttäuscht. Die in Teilen rechtsextremistische AfD triumphiert. Sie gewinnt hinzu, trotz peinlicher Skandale um ihren Spitzenkandidaten Krah. Er soll in ihrer EU-Gruppe keinen Platz bekommen. Jedoch: Das würde mich nicht davon abhalten, weiter für diese Partei im Europäischen Parlament laut und erfolgreich zu arbeiten. Eigentliche Gewinnerin der Europawahl aber ist die Union. 30%. Parteichef Merz sieht sich bestätigt. Damit ist aber auch gesagt, dass wir uns hier nicht zurücklehnen und jetzt sozusagen die Bundestagswahl mal auf uns zukommen lassen, sondern das ist uns ein Ansporn, auch weiterzuarbeiten, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Und das werden wir insbesondere im Osten tun müssen. Die Ampel abgestraft, Rechtsruck in Europa, ein politischer Gezeitenwechsel, der vielen große Sorgen bereitet, in Brüssel und in Berlin. Ja, das ist der wohl bisher bitterste Moment für diese Koalition. Fangen wir mal mit dem Kanzler an. Er war überall plakatiert und jetzt hat seine Partei ein historisch schlechtes Ergebnis. Nicht mal halb so stark wie die Union. Im Osten ist Deutschlands jüngste Partei stärker als die älteste, das BSW, vor der Kanzlerpartei SPD. Diana Zimmermann, guten Abend. Und nun, wie sehr muss Olaf Scholz denn um sein Amt fürchten? Na, die Forderungen von Teilen der Opposition nach Neuwahlen wurden von der Ampel natürlich zurückgewiesen. Das wäre bei den aktuellen Umfragewerten ja auch ein Selbstmord mit Ansage. Die Union traut sich momentan noch nicht, ein Misstrauensvotum zu stellen. Insofern geht die Gefahr für Scholz, ist keine unmittelbare Gefahr für Scholz. Aber die Debatte ist natürlich
da. Auch wenn die SPD versucht, die Zuspitzung des Problems auf den Kanzler zurückzudrängen. Da war heute ganz viel davon die Rede, dass man in der SPD gemeinsam gewinnt und auch gemeinsam verliert. Gemeinsam hat die SPD beschlossen gehabt, den Kanzler als besonnenen Friedenskanzler zu plakatieren. Das ist ganz offensichtlich nicht aufgegangen. Diejenigen, die dagegen sind, dass die Ukraine schneller, mehr und andere Waffen bekommt, die haben wohl gleich die AfD oder das BSW gewählt. Der Kanzler selbst gab sich heute betont unbeeindruckt. Er sprach davon, dass man zwar nicht zum normalen Geschäft übergehen könne, aber er setzt weiter darauf, dass die Ampel durch gute Arbeit das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen kann, und er hofft auf ein Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr, das ihm dann Rückenwind geben würde. Die Frage ist nur, wie lange kann er darauf warten? Bleibt die SPD in den Umfragen da, wo sie ist, dann droht jeder dritte SPD-Abgeordnete seinen Job zu verlieren, und das kann die treuesten Genossen sehr nachdenklich oder auch sehr aufmüpfig machen. Und dann, Diana, mit der Bitte um eine kurze Antwort, haben die einzelnen Ampelparteien ja heute auch gesagt, sie wollten jetzt mehr Profil zeigen. Heißt denn das umgekehrt, dass noch mehr Streit zu erwarten ist? Ja, damit muss man wohl rechnen. Wir wissen ja, die Ampel kämpft jetzt ums Ganze, und wir wissen, wenn sie kämpft, dann kämpft sie meistens nicht miteinander, sondern gegeneinander. Finanzminister Lindner hat schon klar gemacht, er rüttelt nicht an der Schuldenbremse, er will beim Bürgergeld sparen. Das natürlich trifft den Nerv der SPD. Die sprach heute davon, sie müsse kämpfen. Also wir können uns auf die gewohnt konfrontative Art der Kompromissfindung einstellen. Nur die Grünen glauben noch daran, dass mit mehr Harmonie die Wende herzustellen wäre. Sagt Diana Zimmermann, ZDF Berlin. Diana, herzlichen Dank dafür. Seit 34 Jahren ist dieses Land vereint. Aber wenn man sich die Karte mit den Gewinnern im jeweiligen Wahlkreis anschaut, dann zeigt sich die Teilung wieder neu. Im Westen fast überall CDU, CSU. Im Osten praktisch überall AfD. Aus Sachsen Cornelia Schimetz. Wir fahren ganz in den Osten Deutschlands, fast an die polnische Grenze. Ländliche Idylle, Ruhe, Leere, das ist die Gemeinde Neiße-Aue im Landkreis Görlitz. Seit der Europawahl die Gemeinde mit dem höchsten AfD-Wähleranteil. 56% machten hier ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten, mehr als jeder Zweite. Ich kann damit leben. Also ja, ich hoffe, dass sich da irgendwas in der Region irgendwie positiv für uns verändert. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie die AfD gewählt werden kann, obwohl die ja gar nichts für uns tun. Also für mich ist da kein Mehrwert zu erkennen. Es ist ein Siegeszug der Unzufriedenen und ein Triumph für die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD. Ganz Sachsen ist blau, die AfD stärkste Kraft. In allen Landkreisen, selbst in den Großstädten Chemnitz, Leipzig, Dresden. Entsprechend selbstbewusst der Auftritt des AfD-Landesvorsitzenden, der CDU gleich mal eine Personaldebatte aufdrücken will. Vor allen Dingen die CDU sollte mal darüber nachdenken, ob sie mit Michael Kretschmann wirklich die richtige Führungsfigur hat für ihre Partei. Er ist ja einer von denen, die am härtesten diesen Abgrenzungs- und Brandmauerkurs fahren. Nicht zum Erfolg der CDU und natürlich auch nicht zum Wohl des Landes. Der sächsische CDU-Generalsekretär sieht sich genötigt, gleich mehrmals zu betonen, Michael Kretschmer ist die Nummer 1 seiner Partei. Wir haben in den vergangenen Monaten mit Michael Kretschmer an der Spitze als einer der hörbarsten und kraftvollsten Stimmen der Union in Ostdeutschland immer wieder deutlich gemacht, wo wir die Handlungsbedarfe in der bundesdeutschen, aber auch in der Landespolitik sehen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht erreicht aus dem Stand 12,6%. Die Ergebnisse von BSW und AfD, Ausdruck einer tief empfundenen Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Politik. Sie sehen sich nicht vertreten. Sie sind zum Teil auch vom politischen System enttäuscht, wenden sich ab. Und deshalb wählen sie dann eine Partei, die von sich sagt, dass sie da aufräumen möchte. 12 Wochen vor der Landtagswahl ist die regierende CDU ratlos. Eingezwängt zwischen AfD und BSW und ohne wirkliche Regierungsoption. Ein Bundeskanzler, der angesichts des Wahlergebnisses in Erklärungsnot gerät, ein französischer Präsident, der Neuwahlen ausruft, weil auch seine Partei dramatisch abgestraft wurde. Die Mächtigen in den beiden größten Nationen des Kontinents sind mit sich selbst beschäftigt.
Was heißt das für Europa? Und noch umfassender gefragt, wie wird das Ergebnis dieser Wahl die EU konkret verändern? Florian Neuhan, ZDF Brüssel, ist dem nachgegangen. Meistens enden Wahlkämpfe am Wahlabend, so wie gestern hier in Brüssel. Manchmal aber gehen sie gleich am nächsten Tag weiter. So wie heute hier in Berlin. CDU-Parteizentrale, Ursula von der Leyen voll im Wahlkampfmodus. Sie kämpft um ihren Job. In diesen turbulenten Zeiten brauchen wir Stabilität, wir brauchen Verantwortlichkeit und wir brauchen Kontinuität. Von der Leyen braucht jetzt erst einmal eine Mehrheit im EU-Parlament. Mindestens die Stimmen von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen. Und die Frage ist, wie viel von ihrer Politik sie dafür preisgeben muss, etwa beim Green Deal, Prestigeprojekt ihrer ersten Amtszeit. Ein Kernelement, das war das Aus für den Verbrennermotor. Heute danach gefragt, nutzt sie gleich mehrfach den Begriff, der für das Abrücken davon steht: Technologieoffenheit. Wir sind uns klar über das Ziel. Klimaneutralität müssen wir erreichen mit den einzelnen Schritten vorher. Die Frage ist, wie wir es pragmatisch, technologieoffen und mit Investitionen und Innovation erreichen. Und dann wäre da noch die Frage nach Giorgia Meloni, der rechten Ministerpräsidentin Italiens, mit der von der Leyen zuletzt in größter Harmonie auftrat. Und die, anders als Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron, gestern einen fulminanten Sieg feiern konnte. Ich bin stolz, dass Italien in der Gruppe der G7 und in Europa nun die stärkste Regierung von allen hat. So stark, dass sie auch über die künftige Kommissionspräsidentin bestimmen kann, etwa mit einer deutlichen Verschärfung in der Flüchtlingspolitik. Von der Leyens bisherige Partner verlangen, dass sie eine Unterstützung aus den Reihen von Meloni ausschließt. Unsere Bedingung steht nach wie vor. Das machen wir, wenn eben die EVP und diese Kommissionspräsidentin, die es wieder werden möchte, sich nicht auf Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in ihrer Mehrheitsfindung stützt. Ursula von der Leyen hat die Wahl gewonnen gestern. Daran zweifelte heute niemand ernsthaft. Doch noch ist ihre Wiederwahl nicht gesichert. Genauso wenig wie die konkrete Ausgestaltung ihrer Politik. So, wir bleiben noch einen Moment beim großen Thema des Tages. Jetzt mit dir, Hanna. Ja, denn auch die Finanzwelt schaut heute genau auf die neuen Kräfteverhältnisse im Europaparlament und auch auf die angekündigten Neuwahlen in Frankreich. Frank Bethmann, wie sind die Reaktionen darauf ausgefallen? Na, wenn die Börsen eines nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Genau die aber hat das Wahlergebnis gebracht. Und so starteten die europäischen Märkte heute durchweg tiefer in den Tag. Die rote Laterne hielt dabei die Börse in Paris. Nach dem politischen Paukenschlag, diesen angekündigten Neuwahlen, sackte der französische Leitindex, der CAC 40, zeitweise auf ein 3,5-Monatstief ab und verlor am Ende 1,3%. Verluste auch beim DAX, wenn auch moderater. Der deutsche Aktienindex notiert am Ende 0,3% oder 62 Zähler leichter. Zahlreiche Ökonomen befürchten, das europäische Votum könne Stillstand bedeuten. Und das in Zeiten, in denen Europa eigentlich ja was anderes braucht, nämlich Wachstumsimpulse, mehr Wettbewerbsfähigkeit und vor allem eine neue Aufbruchsstimmung. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Ja, und neben der Europawahl fanden gestern in mehreren Bundesländern außerdem Kommunalwahlen statt. Und auch hier zeichnet sich ab, dass die AfD im Osten Deutschlands dominiert. In Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt holte die AfD laut vorläufigen Ergebnissen mehrheitlich den Wahlsieg. Nicht durchsetzen konnte sich die AfD dagegen in Thüringen bei den Stichwahlen um mehrere Landratsposten. Bundespräsident Steinmeier und der französische Präsident Macron haben heute der Opfer des SS-Massakers im französischen Oradour-sur-Glane vor 80 Jahren gedacht. Damals hatten deutsche Soldaten mehr als 640 Menschen getötet. Steinmeier sprach von einem grausamen Verbrechen und kritisierte, dass die Täter nie verurteilt wurden. Seine Rede hielt er auf Französisch. Frankreichs Präsident Macron betonte, Oradour sei von einem Ort der Schande im Laufe der Jahrzehnte zu einem Ort der Versöhnung geworden.
Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 soll erst im Dezember 2026 in Betrieb gehen und damit ein weiteres Jahr später als zuletzt angekündigt. Das hat das ZDF aus Bahnkreisen erfahren. Bei Baubeginn war sogar eine Inbetriebnahme 2019 geplant. Der unterirdische Durchgangsbahnhof soll den Kopfbahnhof im Zentrum von Stuttgart ersetzen. Blicken wir auf die Wetteraussichten. Morgen im Norden und an den Alpen wechselnd bewölkt oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Dazwischen länger sonnig, bei lebhaftem Wind 12 bis 19 Grad. In den nächsten Tagen im Nordwesten sowie am Alpenrand weiterhin unbeständig, sonst oft freundlich bei Höchstwerten zwischen 14 und 24 Grad. Und so viel von uns in der Kürze. Danke für Ihr Interesse. Gegen 0:55 Uhr meldet sich dann hier Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen, Ihnen einen angenehmen Abend und viel Spaß bei der Leichtathletik. Tschüss.